Willkommen, heute knacken wir gemeinsam eine der wichtigsten Grundlagen im Deutschen. Wie stellt man eigentlich richtig Fragen? Und damit das Ganze nicht langweilig wird, stellen wir uns einer kleinen Herausforderung bei einer strengen Grenzkontrolle. Also stellt euch mal Folgendes vor. Ihr steht an einer Grenze, vor euch ein Wächter. Und der lässt euch nur durch, wenn ihr seine Fragen absolut perfekt beantworten könnt. Seid ihr bereit für die Challenge? Los geht's! Okay, um zu bestehen, brauchen wir das richtige Werkzeug. Fangen wir mit Werkzeug Nummer 1 an, den W-Fragen. Und die heißen so, weil sie, ihr ahnt es schon, immer mit einem W anfangen. Das sind so die Klassiker, um an Infos zu kommen. Und hier gibt es eine goldene Regel, die müsst ihr euch merken. Achtet mal drauf, das Verb, also das Tu-Wort, steht immer an der zweiten Stelle. Immer. Und hier kommt ein super wichtiger Trick, wir nennen ihn die Beste-Freunde-Regel. Die ist ganz einfach. Das Wort woher und das Wörtchen aus sind quasi unzertrennlich. Wenn euch also jemand fragt, woher kommst du, dann muss in eurer Antwort unbedingt dieses aus vorkommen. So, weiter im Text kommen wir zu unserem zweiten Werkzeug. Das ist ein Spezialmove für eine Fragen, die eben kein W-Wort am Anfang haben. Die Ja- oder Nein-Fragen. Schauen wir uns dazu mal einen ganz normalen Satz an. Du kommst aus Berlin. Hier sitzt das Verb, also kommst, ganz entspannt und wie gelernt an der zweiten Position. Alles ganz normal. Aber was passiert jetzt, wenn wir daraus eine Frage machen wollen, auf die man nur mit Ja oder Nein antworten kann? Genau hier kommt unser Spezialmove ins Spiel, der Verbsprung. Das Verb macht einen kleinen Satz nach vorne, von Position 2 auf Position 1. Und, zack, schon habt ihr eine perfekte Ja-Nein-Frage. Kommst du aus Berlin? Ist doch eigentlich ganz einfach, oder? So, und jetzt wird's richtig wichtig. Diese beiden Fragetypen klingen nämlich komplett unterschiedlich. Es geht um die Satzmelodie. Bei einer W-Frage, also wer sind Sie, da geht die Stimme am Ende runter. Aber bei einer Ja-Nein-Frage wie wohnen Sie in Berlin, da geht die Stimme am Ende hoch. Stellt euch das vor wie eine Rakete, die abhebt. Okay, Werkzeuge sind eingepackt, dann kehren wir mal zurück an die Grenze. Schauen wir uns an, wie sich unser Reisender, nennen wir ihn Max, jetzt dem Wächter stellt. Der Wächter fackelt nicht lange, eine klare W-Frage. Und hört ihr das? Wer sind Sie? Die Stimme geht am Ende runter. Ein klares Signal, er will Informationen. Und Max antwortet kurz und auf den Punkt. Ich bin Max Weber. Perfekt. Erste Hürde gemeistert. Und der Wächter macht direkt weiter. Nächste W-Frage. Und wieder hören wir ganz deutlich, die Stimme fällt am Satzende. Er will mehr wissen. Sehr gut, Max. Er hat aufgepasst. Auf die Frage woher erinnert er sich sofort an die Beste-Freunde-Regel und antwortet mit aus. Das hat super geklappt. Aha. Und jetzt Achtung, der Wechsel. Der Wächter stellt eine Ja-Nein-Frage. Und sofort hören wir es, die Stimme schießt nach oben. Der Verbsprung in Aktion. Wohnen Sie in Berlin? Max antwortet mit einem klaren Nein und gibt direkt die richtige Info. Einfach, präzise. Die Kontrolle ist fast geschafft. Er hat es beinahe durch. So, Rollentausch. Jetzt seid ihr mal der Wächter. Eure Aufgabe ist es jetzt, aus den Wörtern hier eine korrekte Frage zu basteln. Seid ihr bereit? Schaut mal genau hin. Hier ist kein W-Wort. An welches Manöver müsst ihr also denken? Welches Wort muss hier ganz an den Anfang, damit es eine Frage wird? Ausgezeichnet. Na klar, das Verb sprechen springt nach vorne und rauskommt eine perfekte Ja-Nein-Frage, die man natürlich mit steigender Stimme fragt. Klasse gemacht. Ihr macht das wirklich super, aber bevor ihr die Grenze endgültig passieren dürft, wartet noch eine letzte, ziemlich knifflige Herausforderung, der Endgegner. Passt jetzt gut auf. Die meisten Länder sind grammatikalisch total unkompliziert. Man sagt einfach aus Deutschland oder aus Italien. Aber es gibt ein paar VIP-Länder. Und diese VIPs, die brauchen eine Sonderbehandlung. Die wollen einen Artikel. Nehmen wir mal die Ukraine als Beispiel. Wie sagt man es richtig? Antwort A, ich komme aus Ukraine. Oder Antwort B, ich komme aus der Ukraine. Was denkt ihr? Und die richtige Antwort ist natürlich B. Die Ukraine ist so ein VIP-Land und braucht deshalb den Artikel der. Genau das ist der Endgegnertrick, den man drauf haben muss, um nicht in die Falle zu tappen. Die wichtigsten VIPs, die ihr euch für den Anfang merken solltet, sind die Schweiz, die Türkei und eben die Ukraine. Diese drei bekommen immer ihren Artikel, wenn man sagt, woher man kommt.
Herzlichen Glückwunsch, ihr habt die Grenze erfolgreich passiert. Lass uns mal kurz schauen, was ihr an Beute, also an neuen Fähigkeiten, aus diesem Verhör mitgenommen habt. Schaut euch das an, euer Inventar ist voll. Ihr habt jetzt die W-Fragen drauf, kennt den Verbsprung für Ja-Nein-Fragen, ihr wisst, wie die richtige Fragenmelodie klingt und ihr kennt sogar den Geheimtrick mit den VIP-Ländern. Fantastische Arbeit! Und jetzt seid ihr dran. Probiert das Gelernte doch direkt mal aus und beantwortet diese Frage für euch. Woher kommst du? Und findet doch mal raus, ist euer Heimatland im Deutschen vielleicht auch so ein VIP? Bleibt neugierig.